Moin Moin! Wie vielleicht einige von euch wissen, bin ich die Werft des Wunderlandes. Zum Glück nicht mehr alleine. Die Anna und der Svenno sind mit eingestiegen und wir dürfen uns um die Schiffchen kümmern, die oben im Skandinavienbecken herumschippern. Das gucken wir uns heute mal etwas genauer an. Das ist es nun, unser Skandinavienbecken im Skandinavien-Teil. Wir nennen sie liebevoll Nord-Ostsee, weil wir konnten uns nicht entscheiden, sieht es nun mehr nach Nordsee oder mehr nach Ostsee aus. Der Skandinavienabschnitt besteht aus Dänemark, Norwegen und Schweden. Wenn wir hier mal so einen kleinen Schwenk machen, Bergvik Werft, hört sich ja an wie ein norwegischer Städtename. Ist aber original eigentlich nicht zu finden in Norwegen, denn Bergvik setzt sich zusammen aus den Dörfern Bergen und Narvik. Wir haben das einmal in den großen Pott geschmissen, einmal umgerührt, heraus kam Bergvik und das ist eine Fantasiestadt, die es nur hier im Miniaturwunderland gibt. Und das ist nur eine von vielen kleinen Geschichten, die man hier in unserem Skandinavienbecken sehen kann und entdecken kann. ...30.000 Liter Wasser auf ca. 85 Quadratmeter verteilt. Die wollen natürlich auch gereinigt werden. Wir wollen ja schönes, klares Wasser haben. Und dazu haben wir uns eines kleinen Tricks bedient. Die Gäste sehen nicht, dass hier hinter ein Schlitz ist. Quasi ein Überlauf. Das Wasser schwappt hier rüber bei Flut. Bei Ebbe ist natürlich ein bisschen weniger Wasser. Und das Wasser, was hier reinschwappt, das wird in einem Ausgleichsbecken, Reinigungsbecken mit einer Filteranlage ein Stockwerk tiefer gereinigt und bei Flut dann wieder hochgepumpt. Unter uns ist ja die Modellbauwerkstatt, unter anderem auch mein Arbeitsplatz. Und damit ich nicht nass werde, falls hier irgendwas passiert, haben wir in dieses Becken eine Notfallgeschichte eingebaut. Das heißt, 2 Pumpen springen an, wenn einer von den Lecksensoren unten auf dem Fußboden aktiv wird, pumpen diese beiden Pumpen diese 30.000 Liter Wasser binnen von 8 Minuten entfleht. Blöd nur, wenn dann da unten eine Barkasse vorbeifährt. Ne? Ja, hier befinden wir uns nun im Herzstück des Skandinavienbeckens. Hier sind die Pumpen, die Filteranlage ist hier. Da hinten haben wir auch diese UV-Lampe, die dafür sorgt, dass das Wasser, was nachher hochgepumpt wird, nicht so eine Stinkebrühe ist. Ne? Und das Becken hier fasst tatsächlich die 2500 Liter Wasser, die wir da oben brauchen, um die Gezeiten darzustellen. Hochwasser, Niedrigwasser, Ebbe, Flut, so wie wir das in Hamburg hier dicht an der Küste halt gewohnt sind. Ne? Hier sind wir nun im Schattenhafen. Und hier parken all die Schiffe, die momentan nicht draußen spielen dürfen oder können, weil kaputt. Wir haben hier angefangen, als wir 2005 den Skandinavienteil eröffnet haben, mit unseren Modellbauern die Schiffchen zu fahren, die sich alle 2 Stunden sozusagen den Staffelstab in die Hand gedrückt haben und sich abgewechselt haben. Denn der Skandinavienteil war fertig und so hatten die ein bisschen Luft, mit den Schiffchen zu spielen. Wir wussten aber, das dauert noch ein bisschen, bis diese elektronische Schiffssteuerung an den Start geht. Und so sind wir dazu übergegangen und haben Kapitäne tatsächlich eingestellt. Wir haben natürlich eure Kommentare gelesen und gesehen. Der Einzige, der darüber wirklich Bescheid weiß, das ist Gerrit. Und ich übergebe mal das Wort. Es ist wunderbar, dieses Schiff hier gerade zu sehen, weil das Schiff ist genauso alt wie das Skandinavienbecken. Und das Schiff ist genauso alt wie die Story über die vollautomatische Schiffssteuerung. Unterschied zwischen uns beiden ist, der ist in den letzten 20 Jahren nicht gealtert, ich ein bisschen. Aber was immer noch brandaktuell ist, ist die automatische Schiffssteuerung. Weil wir werden täglich hier gefragt, ob es die schon gibt oder wer steuert denn eigentlich die Schiffe. Ich sage dann immer, ja, die sind computergesteuert, es ist der Biocomputer und der steht hinten versteckt hinter der Wand. Diese Schiffe zu steuern macht unheimlich Spaß, wenn man schnell fahren dürfte. Darf man nicht. Sie müssen ganz langsam fahren und das erfordert sehr viel Geduld. Aber wir haben ein tolles Team, unsere Captains, die die Schiffe halt steuern jeden Tag. Das sieht wunderbar aus. Wahrscheinlich können die Schiffe sogar schöner fahren, als ich es vollautomatisch jemals könnte. Die hängen an ihrem Job und ich habe ganz viel anderes zu tun. Denn die Wahrheit ist,
An der Decke hängt ein Ortungssystem. Unsere Herausforderung 2005, als wir hier eröffnet haben, warum die Schiffssteuerung nicht funktioniert hat, war die Ortung. Wir brauchen wirklich präzise Ortungen durch dieses Langsamfahren der Schiffe. Damit muss es einfach genauer sein, damit ich wirklich die exakten Bewegungen des Schiffes erkenne und dann einen Regelkreis starten kann. Daran sind wir damals gescheitert. Dann habe ich auf dem Wege dorthin bis heute etwa 3000 E-Mails gekriegt, wahrscheinlich sind es mittlerweile 4000. 1000 Dank dafür, mit unheimlich vielen Ideen und Vorschlägen, wie man die Schiffe vollautomatisch fahren könnte. Wir haben aber 20 Jahre Erfahrung, woran es jeweils gescheitert ist, so dass die Wahrscheinlichkeit mittlerweile sinkt, dass da ein Tipp dabei sein könnte, der uns wirklich weiterhilft. Das klingt jetzt überheblich vielleicht, soll es nicht sein. Es ist einfach 20 Jahre. Wir haben aus allen Bereichen E-Mails bekommen, alle Ideen durchgespielt und es bleiben eigentlich nur 1 bis, sagen wir mal, 1,5 Ideen, wie man das lösen könnte. Und eine davon hängt fertig an der Decke und wartet nur noch darauf, dass Daniel und ich uns mal die Zeit nehmen oder die Zeit haben, ein Navigieren der Schiffe, das ist nämlich schon fertig programmiert, und dann ein Manövrieren der Schiffe. Wie finde ich denn auf meinem Fahrweg zurecht und wie weiche ich Gegenverkehr aus und wie lege ich an? Endlich mal programmieren. Aber wir würden damit die Captains arbeitslos machen. Und wir haben so viele andere tolle Projekte. Das heißt, die vollautomatische Schiffssteuerung wird es vielleicht nie geben, das wissen wir noch nicht, weil Bock haben wir drauf. Vielleicht so eine Teilautomatik, dass auf hoher See 3, 4 Schiffe sich ständig automatisch bewegen und die Anlegemanöver macht dann hier der Captain. Das müssen wir mal gucken, aber es eilt nicht, weil es funktioniert super, es sieht gut aus und die anderen Projekte sind mindestens genauso spannend. Aber ganz wichtig, wir brauchen tatsächlich keine Ratschläge mehr, weil wir haben sie alle durchgespielt und wissen, dass wir mit einer Kameraortung und mit der entsprechenden Technik an Bord, also sprich primär Querstrahlruder, eine perfekte Steuerung hinbekommen, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen und es am Ende wirklich wollen. Wollen tun wir das, wir wissen halt nur noch nicht wann. Danke, Gerrit. Ich wollte euch auf jeden Fall noch mal so ein bisschen zeigen, den Werdegang unserer Schiffchenlenkung. Wir haben hier so ein uralt Modell einer Fernsteuerung, so wie die Modellbauer damals angefangen haben, unsere Schiffchen hier durchs Wasser zu fahren. Analoge Technik im FM-Bereich für die Kenner unter euch. Wenig vorteilhaft oder günstig zu fahren, weil wenn man diese Fernsteuerung ausschaltet, dann machen die Schiffchen wilde Sau, weil sie nichts mehr haben, wo sie sich drauf einloggen können. Wir haben inzwischen digital gesteuerte Geschichten. Das heißt, wir haben hier eine hochmoderne 2,4 Gigahertz Fernsteuerung, die wesentlich komfortabler funktioniert und die Schiffchen, wenn wir die Fernsteuerung ausschalten, nicht mehr abhauen und unwillkürlich irgendwelche Sachen machen, die wir nicht wollen. Wir können also das Schiff draußen hinlegen, Fernsteuerung ausschalten oder umswitchen auf ein anderes Schiff, um es dann mit der gleichen Fernsteuerung zu fahren. Die andere Neuerung, die finden wir hier. Die Heike, die habe ich jetzt tatsächlich seit dem letzten Bericht, und der ist ungefähr 2 Jahre her, nicht mehr angefasst. Das heißt, servicefreundlich ist das, was wir verbaut haben, schon. Alle Theorie ist grau. Wir wollen jetzt mal unseren Kapitänen auf die Finger schauen, wie die unsere Schiffchen durchs Wasser fahren. Hi, ich bin Lex und ich bin der Kapitän heute. Ich habe heute die Mittelschicht. Wir haben in der Regel 3 Schichten. Die Frühschicht, die Mittelschicht und die Spätschicht. Ja, ich fahre hier die Schiffe mit meinen Fernbedienungen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit einem Schiff, was wir super gerne fahren. Ich glaube, das kommt sogar einigen ziemlich bekannt vor, denn da haben wir ein kleines Geheimnis versteckt. Ein Surprise. Mein kleines Gadget mit eingebaut. Lustigerweise wurde der Sound so aufgenommen, dass einer unserer Kollegen in einen Mülleimer reingeschrien hat und damit diesen Sound kreiert hat. Also selbst der Sound ist von uns selber gemacht, wie so gut wie alles hier bei uns im Museum. Je nachdem, welches Schiff es ist, wird es unterschiedlich gelenkt. Bei diesem jetzt hier ist es so, dass ich hier nach vorne fahre und hier nach hinten. Und hier geht es rechts und links lang. Und wenn ich den Dino auslösen möchte, dann halte ich das hier gedrückt. Und bei den ganzen Fernbedienungen ist es eigentlich ähnlich aufgebaut. Nur bei den größeren, wie beispielsweise die AIDA, benutzen wir dann einfach beide. Also wenn man nach geradeaus fahren möchte, werden beide nach oben gezogen.
nach hinten, beide nach unten. Und je nachdem, wie sich das drehen soll, können beide zusammengedrückt werden oder nach auseinander. Dann dreht sich das ganze Schiff. Am liebsten fahre ich das Schiff immer so eine kleine Runde um die Insel, damit ich da überall so ein bisschen den Dino zeigen kann. Manchmal wird das auch noch mal hinten rumgefahren, hinter die AIDA, oder es wird dann dort auch noch mal geparkt. Das Gute ist, ich kann mir das selber aussuchen, wie ich fahre, wo ich parke und wie schnell ich die Schiffe fahre. Welche Schiffe oder ja, ich bin halt der Kapitän, ich entscheide das. Voilà, es ist angelegt. Jetzt können es die Gäste trotzdem noch weiterhin sehen. Und in der Zeit hole ich jetzt die AIDA raus. Die parken wir immer sehr gerne vorne, einfach weil es ein unglaublich schönes Schiff ist und man viel da entdecken kann. Die Gäste können da sehr viel sehen. Aber es ist auch manchmal ziemlich gefährlich und deswegen ist dieser Platz ziemlich gut, da wir das ganz gut beobachten können. Manche Gäste mögen es gerne, da ein bisschen anzufassen und die AIDA auch mal ein bisschen zu schubsen. Und da müssen wir ein Auge drauf haben, dass da nichts passiert. Das ist auch einer der beliebtesten Schiffe. Die Gäste mögen es immer sehr gerne, wenn wir die rausfahren und einmal eine Runde mit der drehen. Normalerweise hält der Akku von den Schiffen fast den ganzen Tag. Es kommt darauf an, wie viel wir mit welchem Schiff fahren. Aber es ist trotzdem ganz gut, zwischendurch mal das Schiff hinten zu laden, noch mal kurz anzustecken für 1-2 Stunden und währenddessen ein anderes Schiff zu fahren. Ich meine, wir haben auch sehr viel Auswahl, was die Schiffe angeht. Und manchmal geht auch der Akku von den Fernbedienungen leer. Da muss man einfach schnell sein, wenn es anfängt zu piepen, rennen wir schnell nach hinten und wechseln dann mal schnell die Batterie in der Fernbedienung. Und dann geht es auch ganz schnell wieder weiter mit dem Schiff. So, jetzt parken wir hier einmal die AIDA zum Laden. Die stand, glaube ich, auch heute den ganzen Tag draußen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn die hier mal so eine halbe Stunde laden kann, damit wir sie wieder rausholen. Und hier haben wir so kleine Anker. Da haben wir so gewisse Ankerpunkte, je nach Schiff, wo wir das dann ranmachen, damit das uns nicht wegfährt. Falls dann doch mal eine kleine Welle kommt, durch eine Tour oder durch einen Windstoß. Dann mache ich hier noch eins ran. So, und hier oben haben wir überall Ladestationen für jedes Schiff eins. Und dann nehme ich das hier einmal runter. Und dann sehe ich hier oben auch schon eine Zahl und sehe, dass es jetzt auch lädt. Wenn die Zahl dann auf 0 ist, weiß ich, es ist fertig geladen. Ja, und so lade ich die jetzt erstmal für eine halbe Stunde auf und fahre derzeit ein paar andere Schiffe, um sie dann später wieder rauszuholen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben die Einblicke als Kapitän gefallen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, welches Schiff euer Lieblingsschiff ist. Und auch gerne einen Daumen hoch hinterlasst. Vielen Dank.